Moin Moin, euer FIFA-Teacher hier. Ich bin zurück aus dem Urlaub. Ja moin, grüß dich, bin wieder zurück. Ich weiß, dass du Jannik bist. Alles gut bei dir? Ich bin heute wieder angekommen, ich habe gerade den Controller in die Hand genommen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich will jetzt einmal Weekendleague Quali versuchen. Mal gucken, ob das klappt. Bei dir alles gut? Was sagst du zu Deutschland, Jannik? Boah, es ist ey, ohne Witz. Oh, was ist das? Ich hab Belohnung. Ich hab Food Champions Belohnung. What the fuck? Ey, ohne Witz, der Controller fässt sich gerade an wie so ein der fässt sich gerade an wie so ein Fremdkörper. Yeah, ich hab voll die krassen Rewards hier abgefahren. Oh, wow. Boah, krass. Schienen. Den wollte ich schon immer haben. Schienen. Bester Mann. Ja, Jannik, was sagst du zu Deutschland? Ziemlich bescheiden, oder? Ey, es ist, als ob ich wieder neu Fahrrad fahren lerne gerade. Wenn man 3 Wochen, wenn man so lange nicht gezockt hat, ey. Boah, dass ich. Ohne Witz, Janik. Ohne Witz, Janik, also Island. Meine Frau und ich, wir waren ja auf Island. Das war einfach nur genial dort. Also diese Insel, absoluter Wahnsinn. Leider ist mein Handy. Es geht jetzt wieder. Ich war heute noch früh gleich zur Reparatur. Leider hat das während der Kreuzfahrt den Geist aufgegeben. Das war echt richtig bitter. Weil ich wollte eigentlich immer auch Bilder posten. Das war echt ziemlich, ja, das war richtig doof. So, mal sehen, wie die Gegner jetzt hier sind. Ich glaube, ich werde jetzt zerstört, ey. Wenn du so lange nicht gespielt hast. Das ist halt einfach nur bitter, ey.
Ja, das war richtig kacke mit dem Handy, ey. Ich überlege, ob ich jetzt nachträglich bei Instagram noch mal ein bisschen was hochlade, weil meine Frau hat mit der Kamera halt mega viele Fotos gemacht. Aber das ist dann ja auch nicht wirklich leid. Ja, ich spiele auch Fortnite, aber da bin ich quasi wie ein Sechsjähriger, der gerade schreiben lernt, ne? Also Fortnite bin ich total schlecht drin. Moin Basti, grüß dich! Ja, die Kreuzfahrt war der Hammer, Basti. Also selten sowas Cooles gemacht. Aber mein Handy ist leider, ich habe mir da ein neues Handy geholt noch. Und ich habe halt die SIM-Karte stanzen lassen. Ich hatte eine Micro-SIM und die musste auf eine Nano-SIM gestanzt werden. Ja. Und die ist natürlich dann Schrott gegangen, sodass ich von der Kreuzfahrt bei Insta nichts posten konnte. Aber ich kann euch mal den Instagram, wenn ihr mal ein paar Island-Bilder sehen wollt von mir und meiner Frau, ich kann euch ja mal den Instagram-Namen von meiner Frau reinschreiben. Wartet mal kurz, sage ich euch sofort. Da könnt ihr mal gucken, ey, die Bilder sind echt der absolute Burner, ey, wirklich. Wartet mal kurz, Jungs. Wo ist sie denn? Da. Warte, das ist der Instagram-Name von meiner Frau. Da könnt, wenn ihr da mal Bilder sehen wollt, ohne Witz, das Land, ne? Island. Wir waren da ja halt nur, das Kreuzfahrtschiff ist da halt nur 3 Tage jeweils an den anderen Hafen ran. Aber ohne Witz, die Insel muss man sich so nochmal angucken. Also das ist absoluter Wahnsinn, sage ich euch. Echt jetzt. Habt ihr eigentlich schon Ferien, Jungs? Oder gehen bei euch die Ferien erst noch los? Boah, das ist gerade so ungewohnt. Ey, wenn du wirklich 2 Wochen den Controller nicht in der Hand hattest und dann zockst, das ist, als wenn du einen getrunken hast oder so. Ah. Ja, wie bist du mit deiner Arbeit vorangekommen, Basti? Hast du die jetzt schon fertig, diese Facharbeit? Ah, das war schlechter Pass. Mann. Ja, erstmal Gratulation zur Kicktipp-Runde. Da bist du ja, das sieht ja echt gut für dich aus. Also den 10er Lachs, den wirst du, glaube ich, holen. Die Geschenkkarte. Gehe ich mal von aus. Ich glaube nicht, dass dir da noch wer gefährlich wird jetzt. Ja, zur WM, ja, Deutschland zu Recht ausgeschieden, oder was meint ihr, Jungs? Was hast du denn gekriegt bei der Facharbeit? Darf ich das fragen? Boah, ich tue mich hier echt schwer. Das ist erste Runde vom komischen
Dings hier, ein Quali-Turnier. Und ich spiele wie so ein... Ich spiele richtig schlecht, ey. Als würde ich gerade mit FIFA anfangen, ey. Ah, nee! Scheiße. Achso, du kriegst die erst im Schulden. Okay. Ja, aber gut, wenn du schon mal ein gutes Gefühl hast, ist das schon mal gut. Oh, den hält er auch wieder. Ja, Yannick, was sagst du denn zum Ausscheiden von Deutschland? Streamst du jetzt wieder regelmäßig? Ja, habe ich vor. Allerdings habe ich jetzt an der Uni Klausurenphase. Also zweimal die Woche habe ich mir vorgenommen, dass ich zweimal die Woche streame. Ich muss das halt so ein bisschen gucken, wie ich das mit dem Lernen vereinbart kriege. Aber ich brauche das Zocken halt auch so ein bisschen als Ausgleich. Und dann werde ich halt auch streamen, wenn ich zocke. Also ja, ich werde streamen. Nicht so exzessiv wie wenn ich keine Klausurenphase hätte, aber ich werde zocken. Oh, wieso macht er denn nicht? Ah, die Kreuzfahrt, das war echt absoluter Wahnsinn. Bin gefühlt auch echt jetzt 5 Kilo schwerer. Ich hab da... Um das Buffet kommst du halt auch nicht rum. Ja, heute werde ich... Ja, weiß ich nicht. Du bist ja bestimmt eine Weile noch wach. Also... Ja, bis kurz vor 10 auf jeden Fall. Also... Aber ich muss halt... Allzu spät kann ich heute nicht machen. Morgen geht das schon wieder länger. Aber heute geht nicht zu spät, weil... ich morgen früh um 5 Uhr aufstehen muss. Ich habe nämlich morgen noch einen Tag Uni. Da muss ich auf jeden Fall hin. Boah, den macht er fast rein, ne? Ja, ich habe auf dem Kreuzfahrtschiff wie so ein bekloppter Tischtennis gespielt, ne? Da waren so viele Tischtennis-Verrückte. Ich habe ja auch jahrelang im Verein gespielt. Ich habe meinen Schläger und sogar noch mit, meinen Tischtennisschläger. Und da waren so viele gute... Ne, Vorlesung nicht. Vorlesung habe ich morgen nicht. Ich habe morgen Seminar. Ein Deutschseminar habe ich morgen. Das ist halt die letzte Sitzung vor der Klausur und da muss ich auf jeden Fall hin. Aber was ich noch sagen wollte, auf jeden Fall, da waren
so krass viele Tischtennis-verrückte Spieler auf dem Schiff. Wir haben da alle 2 Tage, wenn Seetag war, so ein Tischtennisturnier gemacht. Ich habe sogar einen Preis gewonnen. Ja, Mann. Ich habe einen Preis gewonnen. Das ist unbelievable. Gegen so eine Chinesen hatte ich da irgendwie gewonnen oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das hat super Spaß gemacht, das Tischtennis. Aber schade, dass es mit Instagram halt. Ich hatte da halt immer, wenn Landtag war, ich hätte immer Internet gehabt. Weil man im Ausland ja auch Datenvolumen normal hat und so. Ja, so konnte halt nur meine Frau immer posten bei Instagram. Ich halt gar nicht. Das hat mich echt so richtig ein bisschen angepisst, aber ja. Ich lade vielleicht nachträglich jetzt noch ein paar Bilder hoch. Puh, Papa, Junge! Aber ich weil auf deine Frage nochmal zurückzukommen, Basti, zwecks Streamen. Ich werde mal gucken, nächste Woche so, wenn ich so ein bisschen im Lernflow für die Klausur so drin bin. Ich wollte das, wenn dann schon so an bestimmten Tagen, wenn dann machen, ne? Wo ich streame. Das kann ich ja mit euch als Community eigentlich auch so ein bisschen abstimmen, was ihr da so für Tage präferiert, also was ihr das gut findet von den Tagen her. Läuft das Seminar wie Unterricht in der Schule mit Beteiligung? Ja, es ist teilweise ganz unterschiedlich an der Uni. Manche Seminare ja. Es kommt halt echt so ein bisschen auch auf den Dozenten an. Aber Seminare sind schon gerade so im Lehramtsbereich, in Deutsch oder auch in anderen Fächern dort. Also im Lehramtsbereich ist es schon sehr ähnlich wie zur Schule, ja. Wie das in anderen Studiengängen ist, ich glaube, da weht ein etwas anderer Wind. Aber im Lehramtsbereich ist das schon echt sehr nah an der Schule, so ein Seminar, ja. Hier war, ich trinke jetzt Folgendes. Warte, sieht man das? Icelandic Water. Warte, jetzt bin ich gleich stark wie ein Wikinger, wenn ich das trinke. Das ist noch vom Schiff so eine Wasserflasche. Das bockt halt auch richtig. Gibt es auch mündliche Noten? Nee, mündliche Noten nicht. Gibt halt nur mündliche Prüfungen an der Uni, ne? Also du musst halt immer in unserem Lehramtsstudiengang ist es jedenfalls so, da musst du halt eine Prüfungsleistung es ist ein Modul, das untergliedert sich noch in Teilmodule und in einem Teilmodul musst du eine Note machen, eine Prüfungsleistung. Das kann eine Hausarbeit sein, das kann eine mündliche Prüfung sein, das kann ja, genau. An dem anderen musst du auch eine Leistung erbringen, auch eine Hausarbeit oder auch eine mündliche Prüfung oder sowas, aber da zählt dann nicht die Note, das wird dann einfach nur, da musst du einfach nur bestehen. Ein Teilmodul musst du halt bestehen und in dem anderen musst du eine Prüfungsleistung erbringen. Und daraus setzt sich dann das Mastermodul zusammen. Ja. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert. Ich bin halt gerade erst aufgestanden. Ich habe nämlich heute früh um 6 Uhr sind wir angekommen im Hafen. Und dann haben wir gestern Abend halt echt nicht viel gepennt. Ich habe den ganzen Nachmittag nur gepennt. Ich wollte eigentlich schon heute Nachmittag streamen. Also bringt ja nichts, wenn ich müde bin und dann zocke. Da verliere ich jedes Game. So jetzt auch eigentlich, weil ich halt so ein bisschen das Spiel verlernt habe. Ich weiß es nicht. Das Coole war, ich habe der eine Holländer, den ich da kennengelernt habe, der ist YouTuber in Holland. Das habe ich aber auch erst so im Nachhinein mitgekriegt. Also jetzt war eine relativ große Nummer, mit dem haben wir da mal Tischtennis gespielt. Es war super witzig, ey. Also dieses mit dem Tischtennis gezocke da. Ich habe mir jetzt auch wieder vorgenommen, wenn ich nächstes Jahr dann
bei mir in die Heimat zurückziehe, nach Mecklenburg, dass ich auch wieder so mit Tischtennis halt anfange. Ne? Ich habe gemerkt, Tischtennis, das macht einfach so Bock. Du nervst, hallo, erstmal, du nervst damit überhaupt nicht. Freue ich mich, dass du fragst. Ja, ja, stimmt, genau. Also, das ist aber wie gesagt, das ist unterschiedlich. Manche Dozenten wollen das, manche nicht. Klar musst du in manchen Seminaren auch Referate und Vorträge halten. Das ist manchmal auch der Fall. Ist nicht immer so, aber es kommt wirklich oft auf den Dozenten an, ne? Da musst du quasi damit, manche wollen halt, dass du dich mündlich beteiligst, andere wollen halt, dass du noch zusätzlich ein Referat oder so hältst. Das entscheiden die halt echt individuell, zumindest bei uns im Studiengang. Ich kann dir natürlich nicht sagen, wie das bei den Maschinenbauern oder bei Medizinstudiengängen oder so aussieht. Ich kann da jetzt wirklich nur fürs Lehramt sprechen und da ist das halt so. Oh, wieso krieg ich... Was? Diese behält Cardreader nicht. Oh, Digga, was los, Digga, Hammer. Digga. Also wenn du echt gern so mit anderen Leuten arbeitest oder denen was erklärst, Basti, dann ist Lehrer genau der richtige Beruf für dich und Lehrer werden halt auch mittlerweile wieder gesucht. Okay, der Gegner ist jetzt auch nicht so stark, aber naja, ich sag das nicht zu laut. Das kriege ich hier noch wieder auf den Deckel. Oh, das war dumm. Das war so dumm gerade gespielt. Kann ich dir gleich mal, erinnere mich mal bitte, schreib mir mal bitte nach dem Spiel nochmal. Dann hole ich den einmal, dann zeige ich dir das, was ich da gewonnen habe. Ich hole den Preis gleich einmal her, sonst. Oh nee. Wow. Mist. Ich habe zwar nur den zweiten Platz gemacht. Ich habe gegen so einen alten Opa verkackt. Aber der war halt auch echt gut, ne? Aber immerhin zweiter Platz finde ich auch gut. Oh, ich habe keinen Bock gegen den Lauch hier rauszufliegen, ey. Der ist halt echt nicht gut hier. Oh, was mache ich? Was spiele ich da für Dreck? Also ich zeig dir den Preis gleich. Oder in der Halbzeit. Oh, shit. No. Oh oh. Mist, ich muss mich jetzt qualifizieren, ey. Shit.
koordinieren. Ah, das war wieder dumm gespielt, Alter. Ah, nee. No way. Aber ohne Witz, das Schiff war auch... Ey, du hast da alles gehabt, ne? Da war ein Fußballplatz, ein Basketballplatz, alles. Natürlich, man kennt ihn, den Toni. Ich bin natürlich beim zweiten, also es gab halt alle 2 Tage so ein Tischtennisturnier. Beim zweiten Turnier habe ich mir den Fuß verstaucht. Ja, das war richtig geil. Es geht jetzt wieder, ich kann auch wieder laufen und habe nachher auch bei den Turnieren da wieder mitgemacht. Das war halt mega dämlich, weil ich wollte eigentlich ja regelmäßig da ins Fitnessstudio. Ich bin halt auch 3-mal, glaube ich, gegangen. Ja, aber 3-mal in 12 Tagen ist jetzt auch nicht die große Aktion, ne? Oh, ich muss hier noch irgendwie das Spiel drehen. Na Basti, fährst du denn jetzt auch noch in Urlaub oder was geht bei dir? Fährst du mit deinen Eltern noch weg oder mit Kumpels oder so? Oder mit der Freundin? Fährst du noch irgendwo hin jetzt? Ah, ich spiele hier nur Bockmist. Was? Faul, Digga! Faul! Was? Ha. Naja, da Tischers Karriere ist lange vorbei. Aber so alte Herren irgendwann, jetzt demnächst, könnte man ja überlegen, ob man da anfängt. Also ich habe echt so ein bisschen wieder so die Freude am Tischtennis-Spielen für mich entdeckt jetzt. Klar bin ich da einmal umgeknickt, aber generell ist das schon für mich... Fußball kommt für mich halt nicht mehr in Frage, weißt du? Ich habe da auch nicht wirklich freizeitmäßig Bock drauf, noch selber Fußball zu spielen, weil... Es hört sich jetzt bescheuert an, ich bin Ende 20. Aber wenn du jetzt nicht Profisportler oder so bist und einen Beruf hast und so, das Verletzungsrisiko ist halt einfach da beim Fußballspielen. Und ich habe da halt keinen Bock drauf, wenn ich jetzt noch wieder anfangen würde mit Fußballspielen und dann berufstätig nachher. Und wegen so einem Scheiß dann irgendwie krankgeschrieben zu sein, da habe ich echt gar keinen Bock drauf. Was hast du
erzähl mal, was hast du jetzt so noch so in den Ferien geplant? In Niedersachsen haben die ja jetzt gerade angefangen, also von daher. So, ich trinke nochmal Icelandic Water. Komm, push me, Icelandic Water. Achso, das stimmt, das hattest du gesagt. Ja, Monaco, nee, Monaco sage ich schon. Ich glaube in Paderborn ist so eine Kaiserpfalz oder so. Da haben wir von der Uni sogar mal eine Exkursion hingemacht, vom Geschichtsseminar aus nach Paderborn. War eigentlich ganz cool. Ja, den Fußballverein finde ich jetzt natürlich eher boring in Paderborn, aber klar, wenn Monaco da kommt, spielt Falcao dann auch mit, weißt du das? Oder hat der jetzt noch Ausrufphase zwecks WM? Was war das gerade für ein Ding hier? Alter, was ein Fehl, Alter. Verdient, Alter, der kann nicht. Ich finde halt Paderborn. Ich finde das schon krass jetzt, die haben ja gegen uns auch gespielt, die haben eine richtig krasse Saison gespielt. Und auch krass, dass die den Srebeni da für 1,5 Millionen da an Norwich verkauft haben. Fand ich richtig krass, der hat auch mal bei Hansa gespielt. Da muss man schon, auch schon so den Hut vorziehen, ey. Von Paderborn. Also, klar, da guckt man halt immer so ein bisschen neidisch hin als Rostock-Fan, weil, ja, wir wollen auch zweite Liga spielen, ne? Die haben wieder 30 Millionen Transfereinnahmen, also haben die jetzt den Mbappé an Paris dann fest verkauft, oder? Der war doch, glaube ich, nur ausgeliehen, oder was? Oder wo haben die jetzt 30 Millionen her? 300 Millionen her? Digga, ey, die spielen sich wie FIFA ist die Luft raus, ey. Und dann so ein Ding, Alter. Nee, oder? Hauptsache er hält ihn auch und lässt ihn nicht noch abprallen, Alter. Digga, faul. Ey, Digga. Die Fabinho auch jetzt verkauft oder was? Halt mich mal auf dem Laufenden, ich habe auf dem Schiff jetzt nicht so viel mitgekriegt. Wo ist der jetzt hingewechselt, Fabinho? Oh. Wieso guckt er sich das jetzt auf 1000-mal an, Alter? Die spielen sich voll komisch. Ja, gucke ich mir nachher gleich mal an. Oder spätestens morgen.
Wie, mit einem Freund zusammen? Macht ihr zusammen dann einen YouTube-Kanal oder was? Komm, bring die noch mal. Bring die Flasche. Nein! Oh, was? Ach, so bitter, Alter. Nein! Niemals, Alter. Ey, das geht nicht, das ist Schiebung hier. Das geht nicht mit rechten Ding zu. Ja, das. Ach so. Ja, das, ich habe nur gesagt, dass ich mir das angucke. Heute glaube ich nicht mehr, das schaffe ich glaube ich nicht mehr, weil ich nachher halt ins Bett muss. Wenn wir das ja, wenn wir in Ruhe angucken. Aber was ich eigentlich gefragt hatte, machst du das mit einem Kumpel zusammen oder was? Also macht ihr den Kanal zusammen? Hast du jetzt schon... Basti, hast du jetzt noch gehört, was ich gesagt habe? Und dann halt nochmal, jetzt scheint es wieder zu gehen. Nee, ich hatte nur gesagt, dass ich mir das angucke, spätestens morgen in Ruhe. Weil ich ja nachher auch ins Bett will. Nee, ich hatte gefragt, ob du das alleine machst oder dann, ob du das mit einem Kumpel zusammen dann machst. Den YouTube-Kanal. Ist das, finde ich den Kanal dann unter dem Namen, den du da jetzt hast, oder muss ich den, wie finde ich den Kanal? Power, den schicke die nachher. Ja, schick mal den Link über Insta, das wäre lieb. Wie viel Siege brauche ich hier noch? Mit 4. Auch 4. Ich glaube, Weekendleague wird nichts. Das werde ich nicht mehr schaffen. Okay, dann löst sich Monaco jetzt in Sand auf, oder was? Haben die denn auch sich neue schon geholt, oder? Krass. Da ist ja auch so ein russischer so ein Oligarch am Start, ne? Ich schaff das eh nicht mehr. Guck mir den Kanal an. Einmal kurz rein snacken hier.
dann kann ich ja jetzt einmal kurz reinschauen. Ach, ihr macht da, ist das noch, macht ihr denn nur FIFA? Weil ihr da habt ja so eine Minecraft-Figur da auch, ne? Ich lasse da jetzt einfach mal ein Abo da. Habt ihr auch habt ihr das auch mit einer Elgato zusammengeschnitten oder wie habt ihr geschnitten? Ah, ist witzig. Ich schaue mir das aber morgen trotzdem in aller Ruhe an. Ach, der Kanalbanner ist ja alt, okay. Was hat er mir hier geschrieben, oder was? Nee. Ach so. Nee, der SharePlay und der Share Factory. Ach so. Okay, ja gut, PS4 kenne ich mich da null aus. 5 Spieler recht unbekannt im Alter. Okay, aber bei Monaco weiß man das teilweise nicht genau, ne? Da kann ja echt, also was die bisher da rausgehauen haben an Spielern ist halt, oder rausgebracht haben und dann für die Kohle ist halt krass, ne? Kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, dass das immer so weitergeht, ne? Dass die immer so krasse Spieler holen und der Marktwert so krass steigen, ey. Ja, das finde ich auch richtig ätzend, dass wir das nicht können. Aber mal gucken, ey, vielleicht klappt das ja noch ein bisschen besser hier mit meinem Kanal. Oder dass ich vielleicht auch anfange bei Twitch irgendwie mal was zu starten. Und vielleicht über Donations, ich habe keinen Bock da jetzt selber rein zu investieren in der PS4. Das muss, wenn dann irgendwie halt durch Donations oder so geschehen. Und ein Kumpel meinte halt auch zu mir, dass Twitch da wirklich besser wäre. Wenn ich wirklich nur so auf Streamen Wert lege. Aber muss ich gucken. Aber klar, wenn irgendwie ein bisschen Cash da ist, würde ich mir halt auch eine PS4 gönnen, ne? Weil, ja, spielen halt einfach mehr Leute auf PS4. Und ich habe letztens auch gemerkt, ich komme eigentlich auch mit dem PS4-Controller klar. Wir werden nicht die besten Freunde, der PS4-Controller und ich, aber mit einer was? Mit PSC? Was ist PSC? Achso, PC-Card. Muss ich mal gucken. Würde ich mich freuen, musst du aber natürlich nicht, aber ich kann mal, ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie aktivieren kann. Ich habe nämlich leider nur PayPal aktiviert. Und was heißt leider? Ich habe es halt aktiviert. Toll, jetzt habe ich dir den Beutel nicht gezeigt, den Tonbeutel. Oh, jetzt heißt es verraten. Nee, ich muss mal gucken, ob ich das einstellen kann, dass man auch mit PC-Karte spenden kann. Ja, was mich halt auch mega abfuckt so ist, ich habe das aktiviert über Tipeee-Stream, dass Abonnenten, dass die halt so angezeigt werden, so richtig fett so im Stream. Aber irgendwie funktioniert das nicht, aber keine Ahnung. Also letztens kam ein Abo dazu und da wurde es halt oben links angezeigt
aber eigentlich soll da so eine Banane im Vordergrund erscheinen, die dann so rumwackelt. Ey, ich kann dir echt nicht sagen, warum das nicht funktioniert. Also, keine Ahnung. Ich finde es halt leicht bescheuert. Ich habe eigentlich alles eingestellt, was man so einstellen muss, aber... Bei Andermann TV, ja. Glückwunsch zum Sieg, ne? Ich habe jetzt seit 2 Wochen nicht gezockt, aber Glückwunsch. Und wenn ich irgendwie gepöbelt haben sollte an der Man TV, dann ist das mehr oder weniger, weil ich mich über mich selbst aufgeregt habe. Hast verdient gewonnen. Digga, ist ein Foul. Also du bist auch eher für Twitch, Basti? Ja, dann muss ich echt mich jetzt, wenn ich meine Klausuren durch habe, werde ich mich, glaube ich, an Twitch mal ranwagen. Aber YouTube kann ich ja trotzdem noch ab und zu mal so Pack-Openings oder irgendwie sowas machen. Alter, wie hält er den denn gerade noch? Ja, Andermann TV. Ich wollte eigentlich am Wochenende jetzt nochmal eine Runde Weekend League, weil ich jetzt schon ewig nicht Weekend League gespielt habe. Aber du hast mich besiegt, also wird das dieses Wochenende nichts, weil ich halt um 5 Uhr aufstehen muss morgen früh. Und mit der Quali, das wird, glaube ich, jetzt eher schwierig. Alter, was macht der Pogba denn da? Aber Keule, ich wünsche dir auf jeden Fall Glück, dass du dich da qualifizierst gleich. Du bist ja jetzt im Halbfinale. Kannst ja gleich mal reinschreiben, ob du das gepackt hast. Aber solltest du eigentlich, weil du hattest ja, glaube ich, auch Spieler, die man im Daily Knockout gewinnt. Aber irgendwie, weiß nicht, kannst ja mal reinschreiben an der Man TV. Ich finde, das Gameplay spielt sich irgendwie komisch. Das Gameplay ist irgendwie merkwürdig. Also soll jetzt hier nicht als Ausrede oder so gelten. Ich finde, das ist irgendwie so schwammig. Weiß ich nicht. Ah, Digga, was ist das denn? Ja, gerne, Basti, da komme ich drauf zurück. Ich habe ja schon bei Twitch mich mal angemeldet, aber irgendwie habe ich dann, frag mich nicht, warum ich dann bei YouTube irgendwie hängen geblieben bin. Aber klar. Gerne, das wäre lieb. Ich kann dir, wenn du auch irgendwie mal eine Hausarbeit oder eine Vorlage für eine Hausarbeit oder so brauchst, kann ich dir auch mal was schicken von mir. So als Inspiration oder so, keine Ahnung. Ja, Ronaldinho. So, er scheint hier auch Lotte-Fan zu sein. Also gehe ich mal von aus, weil der Sportfreund eine Lotte da drin hat. Ist natürlich hier auch, ist jetzt echt Prestige hier gegen Hansa. Da will ich eigentlich ungern verlieren, bin ich ehrlich. Abseits.
Achso, okay, ja, gut. Ja, aber keine Ahnung, wenn du nachher mal Hilfe brauchst für... Wenn du einfach mal sehen willst, wie so eine... Vielleicht weißt du das ja auch schon, aber wie so eine Hausarbeit an der Uni aussehen könnte. Kann ich da gerne mir irgendwas schicken oder so. Weil, keine Ahnung, vielleicht hast du ja tatsächlich Bock auf ein Lehramtsstudium. Ich will dir das jetzt nicht schmackhaft reden oder so. Lehrer ist schon ein harter Job. Aber das ist halt die Nachfrage so auf dem Arbeitsmarkt, die ist halt zurzeit halt auch echt da. Aber jetzt nochmal, um auf Twitch zurückzukommen. Also du meinst echt, Twitch ist wirklich, ist glaube ich schon besser, wenn man echt nur hauptsächlich das Gameplay, also wirklich nur hauptsächlich streamen will, oder? Das ist YouTube eigentlich eher kontraproduktiv, oder? Ich habe halt auch so gemerkt, so gerade so die Älteren, sage ich mal, ja, was ist Alter kann man jetzt auch schlecht eingrenzen, aber ich sag mal so, die älteren Jugendlichen bzw. Erwachsenen, ich glaube, die gucken schon eher Twitch als jetzt YouTube, oder? Was meinst du? Nee, jetzt kriegt er so ein Trepeltor wieder. Digga. So ein Lappentor. Ah, nee. Ja, das hat ein Kumpel halt auch gesagt. Der hat mir sowieso einen Vogel gezeigt. Ja, nicht einen Vogel gezeigt, aber der hat auch gesagt, was willst du mit YouTube so, ne? Wenn du echt nur streamst, ist halt Twitch kommst du um Twitch gar nicht herum. Ja, dann werde ich das, glaube ich, meine Aktivitäten auf YouTube demnächst mal so ein bisschen einstellen. Also nein, nicht komplett, aber ja, ich glaube, dir ist es auch egal, ob wir beide auf YouTube, ob wir uns auf Twitch sehen oder, ja gut, wir schreiben ja so auf Insta oder so. Aber ich glaube, dir ist es Wumpe, ob ich jetzt auf Twitch streame oder auf YouTube, nehme ich an. Also, ich merke halt so, die Jüngeren, die stehen halt eher, glaube ich, auf YouTube als auf Twitch. Ein Kumpel von mir, der hat früher relativ erfolgreich Counter-Strike gespielt und will damit jetzt auch wieder anfangen mit Counter-Strike. Und der macht das halt auf Twitch. Der hat halt bloß dabei, der ist zur Zeit halt, ja, der hat nicht so eine geile Internetverbindung, wo er sagt, das lohnt sich jetzt zu streamen. Aber der will halt bei Twitch auch wieder richtig durchstarten. Und der hat auch gesagt, ich soll Twitch machen. Also das hat bisher eigentlich jeder zu mir gesagt, von meinen Freunden. Macht wenn denn überhaupt Twitch und nicht YouTube. Aber ich fand das ja halt erstmal so ganz witzig, so, ne? Mit YouTube und so. Aber ich habe halt irgendwie auch gehört, dass Facebook auch irgendwie in das Geschäft einsteigen will, ne? In das Streaming-Geschäft. Und Basti, du musst mir gleich mal eine Ermahnung schicken. Ich wollte dir endlich mal den komischen Preis da zeigen. Digga. Ja, das ist gut, eine gute Idee. Ja, du, ganz ehrlich, die wirst du gewinnen. Ich glaube nicht, dass ich dich noch einhole.
Beziehungsweise, dass sich von den anderen auch einer einholt. Du bist halt schon fast, du bist ungefähr 10 Punkte vorn. Das Krasse ist bloß, ich habe irgendwie einmal vergessen gehabt, in der Runde zu tippen. Irgendwann mal. In der anderen Tipprunde, ich bin noch in einer anderen Tipprunde angemeldet. Da habe ich halt, habe ich 99 Punkte. Und hätte ich bei uns konsequent so getippt, hätte ich die halt auch gehabt. Egal. Den Sieg wirst du dir, glaube ich, nicht mehr nehmen lassen. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ja, Preisermahnung. Ja, ich mach das gleich. Ich schuld den Beutel gleich. Er ist jetzt nicht so spektakulär, ne? Aber dafür, dass ich da einfach nur... Wenn ich den Beutel da am Shop bei MSC im Schiff gekauft hätte, hätte er, glaube ich, auch 15 Euro oder 20 Euro gekostet. Einfach so ein Beutel. Er ist auch nicht gut hier, aber das Gameplay ist einfach nur Kacke. Ist einfach nur Kacke. Gehe jetzt auch noch auf die Pfaffe. Ja, was anderes kann man jetzt auch nicht machen, ne? Na gut, in der einen Runde, wo ich auch noch bin, da musste man 10 Euro einzahlen, um mitzumachen. 20 Leute haben mitgemacht, also 200 Euro sind im Pot. Ich war da halt, ich habe halt auf Kolumbien-Sieg getippt gehabt. Hätte Kolumbien gewonnen, wäre ich tatsächlich in die Geldränge gekommen, also 5. Platz ist auch noch Geld. Das hat mich halt richtig abgefuckt, dass Kolumbien im Elfmeterschießen gegen England noch verloren hat. Ich hätte da halt echt, ich wäre da richtig dick wieder im Geschäft gewesen. Aber ich werde da bin ich ehrlich, in unserer Runde jetzt nicht, da tippe ich auch so wie ich denke halt. Aber in der Runde, wo ich dann noch die 10 Euro eingezahlt habe, da werde ich jetzt so ein bisschen auf die Außenseiter tippen, weil das meine einzige Chance ist, um dann nochmal vielleicht in die Geldränge zu kommen. Weil teilweise in den Bonus-Dingern haben die vor mir sind, die haben ähnliche Sachen da getippt. Das heißt, damit kann ich nicht mehr aufholen. Ja, mal gucken. Das mit Kolumbien, das hat mich echt schon, da habe ich echt da bin ich 1, 2 Tage auch auf der Kreuzfahrt, da war ich echt, das hat mich richtig angepisst, bin ich ehrlich. Weil da haben von den 20 Leuten, haben nur 2 Leute auf Kolumbien-Sieg getippt, unter anderem ich halt. Aber das hat mich schon ein bisschen gestört, weil klar, die waren so, die erste Halbzeit haben die komplett verpennt, aber ich fand die nachher echt sehr viel besser als die Engländer. Und wenn dieser scheiß Elfmeter da reingeht, wo er den gegen die Latte brunst da, dann ist England halt raus und ich habe 3 Punkte mehr als die anderen, beziehungsweise sie haben noch 3 weniger dann. Ja, egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ne, kurze Rede, langer Sinn. Mann, bin ich müde. Boah, das Spiel werde ich hier auch nicht mehr gewinnen. Das GP ist ganz komisch, Alter. Das spielt sich ganz, ganz komisch. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich 2 Wochen nicht am Start war hier. Das spielt sich einfach komisch. Ist so.
Ja, mag auch liegen, dass ich mag auch echt daran liegen, dass ich jetzt 2 Wochen nicht. Klar, man verlernt FIFA jetzt nicht. Das ist wie Fahrradfahren, aber ich würde mich jetzt nicht als super schlechter Spieler bezeichnen. Aber ich spiele jetzt hier gerade nicht gegen Überspieler. Egal, drauf gepupst. Ah, nee. So, nur vorbei hier das Spiel. Beende das Spiel doch. Ja. So, ich zeig dir jetzt mal, was ich da für einen Beutel habe. Achso, ich fahr morgen früh mit Auto. Ja, wäre ich wirklich mit Zug. Ich würde nicht pünktlich in Hildesheim ankommen. Ich muss halt morgen nach Hildesheim. Das sind auch wieder knapp, ja, war mal 190 Kilometer oder so. Ich habe 8 Uhr halt Seminar. Ich muss um 6 Uhr in Hamburg starten. Ich wäre halt nicht pünktlich da. Ich würde nicht pünktlich ankommen, wenn ich mit dem Zug fahren würde. Ja, das ist halt so ein, hier, ja, das kennst du auch, ne? So eine komische, diese Umhängetasche hier. Katsching. Katsching. Das ist halt hier so ein Turmbeutel halt, ne? So zum Umhängen. Ich freue mich über sowas. Ich bin da wie so ein kleines Kind. Ich freue mich mega über so eine Gadgets. Weil, ja. Ich glaube, das hat auch im Shop da bei MSC, das hat halt auch Kohle gekostet. Und so für umsonst ist halt schon ganz nice. Für den ersten Platz gab es so eine, wie soll man das sagen, so eine, nicht eine Männerhandtasche, aber so ein Umhängebeutel, so, wo man so, wie so ein Umhängeportemonnaie, weiß ich nicht, ob ich das jetzt richtig beschrieben habe, weiß nicht, wie man das nennt. So eine Tasche, ja, kann ich schlecht beschreiben. Ich glaube so, ja, da kannst du so eine Umhängegeldbörse so, ne? Da fand ich ehrlich gesagt aber den Büdel, da fand ich den Büdel aber besser. So, ich gehe jetzt nochmal in den WM-Modus. Ist da was Neues? Austausch. Ja, wow. Ich glaube, das ist auch ausgelutscht jetzt. WM-Modus. Ja. Obwohl,
hinkriegt. Das ist geil. Naja, Ronaldo könnte ich mir da tatsächlich sogar noch holen. Egal, ich glaube, den zockt auch keiner mehr, oder? Den WM-Modus. Ach komm mal, dann mache ich noch schnell einmal den Dings fertig, den Rushford. So, was braucht man Rushford? Belgien. Nee. Nationalität. Belgien. Nee. Bitte René tausche ich bestimmt nicht ein. Ja, guck mal, ich hab Belgien. Belgien. Was gibt's da auf dem Transfermarkt? Belgien. Okay. Dann sind die teilweise so teuer. Nee, ich brauche schon. Nee. Nee, ich brauche schon stärkere Belgier jetzt. So, das ist jetzt noch nicht so gut. Ihn zum Beispiel. Warum ist er so teuer? 1,4. Boah. Aber ich hätte jetzt auch gern schon Semesterferien. Aber jetzt, na gut, Semesterferien sind ja quasi. Aber jetzt die ganze. Jetzt die Klausuren und so. Und danach direkt Masterarbeit. Also richtig Zeit zum Verschnaufen ist jetzt auch nicht. Aber trotzdem zwischenzeitlich bis jetzt zocken muss drin sein. Irgendwie freue ich mich auch schon auf FIFA 19. Geht's dir da auch so, Basti? Ja, wieso sind die so... Ach, Mist! Bestimmt wegen der Dings. Wegen Top-Partien oder was? Nee. Gar nicht mal. Was gibt's denn da? Seltene... Okay. Was zu wollen? Korea, ne? Südkorea. So, Suwon. Wo ist Suwon? Oh. Jetzt sag nicht, ich habe auch noch Jeju. Jeju. Ciao, ciao. Hey, ich habe auch Jeju. Maximal 3. Okay. Das geht klar, Jungs. Das geht klar.
Klar, du, ich bestelle mir das definitiv auch nicht vor. Ich frage einen Kumpel, der kriegt das irgendwie durch einen Verwandten irgendwie, der arbeitet in irgendeinem Store oder so. Der kriegt das, glaube ich, auch günstiger oder früher oder so. Den frage ich nochmal, ob er so lieb ist. Und ja. Das ist mega, das hast du völlig richtig erkannt. Das ist die Wahnsinnsabzocke ist das. Schon echt dreist, also. Und ich habe auch keinen Bock mehr, das zu downloaden. Ich will das halt auch mehr Disk haben. Ich will es nicht als Download haben. Kein Bock drauf. So, was brauche ich jetzt noch für Boys? Will ich ihn mal. Komm mal. So, was kriegst du die Boys hier? Okay. Den hau ich mal für 950 vom Ladentisch. Oh krass, was ist er für einer? Oh. 3700 geboten. Okay. Warum? Ach komm, stelle ich ihn für 4900 und für 3,5 und ab dafür und tschüss, bye bye, have a great day. Und was wollen die jetzt hier wieder? 72er Norwegen. Alter, wie heißt die nochmal? Norwegen. Da war doch Norwegen. Ja, ich habe Rosenborg, Trondheim. Und Trömsel. Und ich habe auch Trömsel. Dann nehme ich ihn und den Boy hier. Und es reicht schon. Ich werde bekloppt. Und ihn hau ich weg für, naja komm, für 4,9 und 3,5. Preisspanne, wichtig. Very important. So, jetzt nehme ich nochmal Türkei.
Warum ist Ural so teuer? Muss ich nicht verstehen. Wer macht jetzt bitte noch die türkische Liga? Warum macht man das? So, Hammery. Schwedische Liga. Ja, mit der maximal 4, okay. Das ist schon schwieriger, die Herausforderung, ja. Schweden. Ey, bin ich gerade da. Aber wie habe ich einen? Und Östersund kommt. Jawohl, da habe ich sogar 2 von. Nice. Ja, dann nehme ich die beiden Boys hier. Den hau ich weg. Für 1,7, 1,5. Komm, für 1. Zack. Da hau ich jetzt auch noch irgendeinen Schweden rein. Den Boy. Hier wird der. Irgendeinen Schweden nehme ich noch rein. Sehr gut. Rechtsverteidiger. Da kommt wieder die Spezialliga hier. Naja gut, da gehen wir jetzt die Spiele auch noch auf. Ach ne, ich habe ja auch noch andere hier. Sorry, dass der Stream gerade wieder weg ist. Ihr guckt über Netflix. Habt ihr schon The Purge geguckt? Kennst du den, The Purge? Hast du nochmal, ich hoffe, du hörst mich jetzt wieder. Okay. Ich weiß nicht, kriegt ihr bei Netflix The Purge rein? Könnt ihr da The Purge gucken? Der ist eigentlich ganz geil. Ach, kennst du nicht? Aber gibt's den bei Netflix? Weiß ich doch gar nicht. Warte mal, The Purge Election Year. Ich glaube, das heißt The Purge Election Year. Warte mal. Ja, das müsste der sein. Ich glaube, das heißt The Purge Election Year. Relativ sicher. Könnt ihr mal einen Trailer anschauen. The Purge Election Year. Ich glaube, das war Election Year. Da gibt es auch noch andere von. Andere Teile. Oh, das ist The Purge Anarchie. Anarchie. Mist, ich weiß nicht, ob das The Purge The Anarchie war oder
Election hier. Ich gebe das mal bei YouTube ein, wenn ich den Trailer sehe. Ich finde den eigentlich ziemlich geil. Ich glaube, der läuft halt auch auf Netflix. Ja doch, ich glaube, das ist Election hier. Ja, es ist The Purge Election hier, heißt der. Und der läuft eigentlich auch auf Netflix, müsst ihr mal gucken. Aber ich fand den eigentlich ziemlich cool. Ach, gibt's nicht auf Netflix. Ja, ich habe Amazon Prime, aber warte, aber schade, dass der nicht auf Netflix läuft. Oh, was hatte ich noch geguckt? Boah, ich gucke so viele Filme. Ich kann mir oft immer nicht die Namen merken. Den neuen Alien-Teil habe ich auch geguckt. Alien war eigentlich auch ist halt Science-Fiction-Horror. Ich weiß nicht, ob ihr auch Science-Fiction-Horror guckt. Der war auch ganz geil. Weiß ich aber auch nicht, ob der auf Netflix läuft. Hatte ich, glaube ich, auf Amazon Prime oder auf Sky halt geguckt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr auf Netflix, ich denke mal, die ganzen Saw-Teile sind da auch drin, aber ich weiß nicht, ob ihr auf Saw Bock habt, oder das kennt ihr bestimmt auch schon. Aber Saw sind halt, glaube ich, auch 8 Teile oder 9 Teile. Was gibt's noch? Ich überlege gerade. Irgendein Horrorfilm. Dann guckt euch irgendein Saw-Teil an. Das ist halt richtig Horror, ne? Es gibt halt Leute, die finden Saw gut, es gibt Leute, die finden Saw kacke. Ich fand die eigentlich immer ziemlich krass so. Kann ich dir eigentlich Saw empfehlen? Oder kann ich euch Saw empfehlen? Ich gebe auch jetzt mal Horrorfilme ein. Netflix. Weil dann kann ich. Dann sehe ich, welche ich davon habe. Und ich habe schon viele Horrorfilme gesehen. Lädt er das jetzt nicht? Ja, The Ritual kenne ich auch. Ah, wieso zeigt mir das die? Obwohl, warte mal, nee, The Ritual kenne ich doch nicht. Nee, das kenne ich doch nicht, sorry.
kannst ja nochmal schreiben, ob du davon irgendeinen findest. Ansonsten gucke ich gleich nochmal weiter. So, New York City und New York Red Bulls. New York City. Shit. Shit. Ah. Ja gut, The Hills Have Eyes finde ich ist okay, ist aber nicht meine erste Wahl jetzt. Also wenn dann Wolf Creek, ne? Oder Wolf Creek. Also Wolf Creek, da muss ich, das ist so ziemlich ist einer meiner Lieblingshorrorfilme, bin ich ehrlich. Also den fand ich richtig krass. Hills Have Eyes ist halt schon, was halt so, ist kein so mega krass anspruchsvoller Horrorfilm, ne? Aber da, ja, ich würde dann erstmal, wenn ihr den noch gar keinen Teil geguckt habt, würde ich dann schon mit dem ersten anfangen, ne? In Wolf Creek geht es darum, da sind ein paar Touristen in Australien, im Outback. Also sie fahren da ins Landesinnere von Australien und da leben ja halt nicht so viele Menschen. Ja, da treffen die halt auch so einen Typen. Ja, ich will da jetzt auch nicht so viel verraten eigentlich. Also da, die fahren da halt ins Outback und treffen da halt, verehren sich da oder haben eine Panne mit dem Auto und im Outback ist halt nicht so viel los. Ja, da treffen die auf jemanden. Ja, mehr will ich nicht verraten. Ich will jetzt hier nicht spoilern. Gibt es nicht auf Netflix. Ja, dann guckt ihr halt The Hills Have Eyes. Also der ist auch okay. Freitag der 13. Meinung? Freitag der 13. Der sagt mir nichts. Der sagt mir nichts, sorry Jungs. Sagt mir nichts, kann ich nichts zu sagen. Ihr macht jetzt aber mit The Hills Have Eyes auch nicht so viel falsch, ne? Also, der ist schon okay. Okay, warte, ich gucke jetzt nochmal. Horror Netflix.
Freitag der 13. hört sich jetzt gar nicht so schlecht an. Könnte man natürlich... Ja, oder Saw, aber Saw kannst du auch bei Netflix gucken. Also mit Saw macht ihr nichts falsch, sage ich mal so. Sind natürlich schon ein bisschen älter, so die... aber die habe ich, als ich so alt war wie ihr. Da war Saw bei uns halt, wenn man so was geguckt hat, war halt angesagt, ne? Ja, der nimmt halt den Teil von 2004. Also wir haben den damals gefeiert, ne? Das war halt bei uns richtig angesagt, so. Also ich kann halt nicht zu Freitag der 13. sagen, der mag cool sein, aber bei Saw macht ihr nichts falsch. Und Hills Have Eyes ist halt Geschmackssache, ne? So, New York Red Bulls. New York Red Bulls. Danke dir, Basti, und viel Spaß. Viel Spaß beim Gruseln euch beiden, ne? Wir sehen uns morgen oder die Tage oder so. Ich stream die Tage noch wieder größer, ne? Macht's gut und viel Spaß beim Film gucken, ne?
Nur Schrott. Und weg, und weg, und weg, und weg, und weg. Und weg. Weg. Weg damit. Okay. Wieso kriege ich jetzt 2 seltene Spielersets? Hä? Warum kriege ich jetzt... Wo habe ich jetzt noch ein seltenes Spielersets? Hä? Ich nicht verstehen. Nicht verstehen. Ach, seltene Goldset. Ja, lesen ist ein riesen Vorteil. Wenn man lesen kann, ist es gut. Schrott, 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 Schrott. Schrott, Schrott, Schrott. Und weg damit. Ach so. Du bist noch da. Ich mach grad Pack Opening. Aber bisher nur Schrott so gern. Ja, nochmal Schrott. So, Basti, ein seltenes Spielerset noch und dann gehe ich auch auf 1, 2, 3 und ab dafür. Eh nur Short drin, aber... Boah, ein Schlitz! Krass! Deutschland! Nee! Nee, voll krass! Özil! Der Özil! Der Mesut! Unser WM-Held! Unser WM-Held! Eieiei. Naja. Geht eigentlich klar. Den will ich unbedingt, ja. Eigentlich will ich den mal ausprobieren, Rushford. Werde. Werde. So, Belgien. Spät ist eine... Oh, scheiße, das sagt man nicht. Das ist ein böses Wort, was ich gerade gesagt habe. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich muss jetzt auf. Toni muss schlafen. Heia, heia. Ich muss jetzt schlafen gehen. Basti Großer, ich wünsche euch einen lustigen, ich wünsche euch einen richtig gruseligen Horrorabend. Und ja. Ich denke mal, ich werde morgen noch ein bisschen streamen. Samstag bin ich nicht da, da bin ich beim Absolvententreffen. Wir haben 10-jähriges, also nach 10 Jahren jetzt Abi-Treffen. Und ja, ich werde nächste Woche auf, also ich denke mal, morgen werde ich auf jeden Fall nochmal streamen. Vielleicht Sonntag noch ein bisschen. Und nächste Woche halt auch. Ich muss es halt gucken, wie ich das mit der Klausur halt, wegen Klausurlernen so vereinbart bekomme. Aber ab und zu werde ich ein bisschen, 1-2 Stündchen werde ich wohl dann nächste Woche an ein paar Tagen so streamen, ne? Wenn, dann denke ich mal, ja, ob vormittags oder abends, das weiß ich jetzt noch nicht. Gucke ich dann spontan. Also, euch viel Spaß beim Film gucken, ne? Hau rein, Großer. Tschüss. Euch auch nachher eine gute Nacht. Wenn ihr dann auch einschlafen könnt. Nach dem Film. Tschüss.